aber jetzt, wo ihr euch wieder näher gekommen seid, da hätte es Freundschaft sein sollen. Aber nicht Mitleid. Es war mir doch ernst. Ich wollte Ulis Freund sein. Ja, das hat er aber anders aufgefasst. Nein, Larry kann ja nichts verraten. Er weiß ja nichts. Clarissa! Nein, die lässt du in Ruhe. Und Charlie auch. Ich will ja an das Geld wieder rankommen. Ja, mir wird schon was einfallen. Lass mich mal machen. Das spüre ich. Ich glaube, du bist eine kalte Dusche. Ich brauche jetzt was ganz anderes. Aber natürlich verfüge ich über die nötige Geschäftserfahrung. Sonst hätte ich Sie ja wohl kaum angerufen. Also hören Sie zu. Ich bin Ihr Mann. Sie wissen das und ich weiß das. Also warum treffen wir uns nicht einfach? Sagen wir um 3 im No Limits. Ja, in Düsseldorf. Gut, ich freue mich. Also bis heute Nachmittag. Wiederhören. Will ja nicht neugierig sein, aber wessen Mann bist du? Keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Du hast doch gerade mit ihm gesprochen. Ja, aber ich habe seinen Namen nicht so richtig verstanden. Ach so, ja. Was wollt ihr denn? Mich reich machen. Einer dieser Telefonverkäufer, stimmt's? Die rufen ja ständig an. Nee, ich habe ihn angerufen. Die Sensation aus den USA. Haben Sie Teil an der Markteinführung eines neuen Produktes aus der Unterhaltungsbranche? Kein Ladenverkauf, kein Franchise. Der Erfolg ist Ihnen sicher. Interesse, rufen Sie an. Klingt doch nicht schlecht, oder? Wenn es seriös ist? Natürlich ist es seriös. Sonst würden ja wohl kaum so eine Anzeige in die Zeitung setzen. Das muss nicht unbedingt was heißen. Na, der Typ, der einen Frank Lewinsky über die Ohren haut, muss erst noch geboren werden. Du glaubst es also hier? Die Sensation aus den USA. Klar. Wenn das so ist, sollte ich vielleicht auch einsteigen. Vergiss es. Dazu braucht man das nötige Startkapital und das hast du nicht. Aber du, allerdings. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du in den letzten 2 Wochen hier reich geworden bist. Oh klar, hör mal zu. Wenn wir beide zusammenlegen, dann können wir doch die Sache viel, viel größer aufziehen. Nee. So, dass ich mit dir hier den Kiosk mache, das reicht mir eigentlich. Schließlich sind wir nicht verheiratet. Wenn du was brauchst, ich bin im No Limits. Tschüssi. Also wegen der Polizei musst du dir keine Gedanken machen. Konrad hat völlig im Dunkeln. Und was, wenn Larry nun doch was weiß und uns verrät? Nein, das wird er nicht tun. Er weiß nicht, sonst hätte ich ihn noch nicht zur Geldübergabe geschickt. Sie haben damit gerechnet, dass er ihn schnappt? Ja. Ganz schön clever von Ihnen. Aber was ist das denn für ein Dreck hier? Tut mir leid. Und wonach riecht's hier? Nach alten Zeiten? Das ist ja ekelhaft. Das hat Frau von Anstetten auch gesagt. Die Ärmste kann einem ja fast leid tun. Ist was? Wo ist sie denn jetzt? Weiter hinten. Sekunde, Was soll das denn? damit sie uns nicht erkennt. Ich habe Ihnen auch eine mitgebracht. Ich hoffe, die ist Ihnen recht. Ich mach schon auf.
Bastiane! Was ist denn los? Uli! Was ist mit Uli? Ich kann's nicht sagen, es tut so weh. Jetzt komm erst mal rein. Und dann erzählst du uns in Ruhe, was eigentlich passiert ist, ja? Das ist echt das Schlimmste, was er mir hat antun können. Sie brauchen sie nicht. Sind Sie mit der Unterbringung Ihres Gastes einverstanden? Sind Sie der Anführer dieser Bande? Nicht sprechen. Auch wenn Sie nicht der Anführer sind, ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Ich habe dir schon 100-mal gesagt, dass wir an deinem Geschäft nicht interessiert sind. Bitte hören Sie mir doch erstmal zu. Maul halten! Ich möchte doch... Schnauze! Ich will Ihnen doch nur ein Angebot machen. Vergiss es. So, zwei wunderbare Champignon-Omelettes. Kommt nicht. Kommt nicht. Kommt. Sag mal, der wievielte Bierdeckel war das jetzt? Keine Ahnung. Kommt nicht. Auf wen wartest du eigentlich? Nicht. Auf so einen Typen. Kommt. Naja, und weiter? Naja, wir waren hier verabredet, um ein bisschen zu quatschen. Nicht. Lass mich raten. Ihr verkauft Bierdeckel? Nein. Sondern? Nicht. Wenn ich das wüsste, dann würde ich hier nicht rumhocken, dann würde ich das Geschäft selbst tätigen. Naja, also das klingt jetzt logisch, aber ich verstehe trotzdem kein Wort. Wahrscheinlich habe ich die Chance meines Lebens verpasst. Wegen dieser Sache wirst du trotzdem keine Bierdeckel mal massakrieren. Ich kenne nämlich diese Art von Chance. Du? Ja. Die Freundin von mir hat sich auch mal auf so eine Anzeige eingelassen. Und? Na, heute arbeitet sie untertags als Kassiererin im Supermarkt und abends geht sie putzen, um ihren Schuldenberg wieder loszuwerden. Vielleicht haben sie ja nur geknutscht. Nee, du, so wie der sie angegrapscht hat. Unter der Dusche. Sowas haben wir nie gemacht. Das ist doch richtig abartig. Das ist echt der Hammer. Gerade mal ein paar Tage auseinander und schon hat er eine neue. Da würde ich aber auch an die Decke gehen. Ja, ich auch. Wenn man sich geliebt hat, geht's einem nach einer Trennung sowieso total beschissen. Da kann man sowas echt nicht gebrauchen. Das war auch sicher Lenas Idee. Ja, glaube ich auch. Uli hätte das nie gemacht. Aber klar, der hätte nur darauf gewartet, dass er mich los ist. Aber vielleicht ist das seine Art, drüber hinwegzukommen. Quatsch, der ist scharf auf sie. Das war er auch schon, als er noch mit mir zusammen war. Der hat bestimmt immer nur an sie gedacht, wenn er mit mir geschlafen hat. Ach, Unsinn. Na hör mal, ich hab's doch gesehen. So ein Mistkerl. Ach komm, Bastiane, jetzt lass dich mal nicht so runterziehen. Und wenn du ehrlich bist, interessierst du dich doch gar nicht mehr für Uli. Du denkst doch erst wieder an ihn, seitdem du ihn mit Lena gesehen hast, oder? Wer sagt denn, dass ich an ihn denke? Der ist mir völlig egal. Auf Linie Clarisse. Und darauf, dass Kramer Clarissa bald befreien kann. Ich bin sehr froh, dass ich dir durch den Kauf von Linie Clarisse helfen konnte.
Nicht auszudenken, wenn du auf die Schnelle keinen Käufer gefunden hättest. Ja, dann hätte ich das Lösegeld nicht bezahlen können. Deshalb bin ich dir auch sehr dankbar. Obwohl du ja auch ein gutes Geschäft gemacht hast. Das ist nur ein Nebeneffekt. Außerdem hat die ganze Sache doch auch was Positives. Linie Clarisse bekommt durch mich neue Impulse. Ja, ob Clarissa das auch so sieht? Ich fürchte, sie wird mich umbringen. Ach was. Sie wird dir dankbar sein, weil du ihr das Leben gerettet hast. Hoffentlich hast du recht. Herein. Entschuldigen Sie die Störung. In der Halle wartet ein Bote auf Sie. Sagen Sie ihm, ich komme gleich. Er soll warten. Charlie, mein Berater und ich haben uns Gedanken gemacht, was wir bei Linie Clarisse verändern wollen. Vielleicht siehst du dir das mal an. Okay. Hi. Hi. Willst du was? Eine Tüte Chips und eine Limo. 3,50. Ja, sonst noch was? Kommt drauf an. Worauf? Ob du dich weiterhin mit Kleingeld zufrieden gibst oder ob du Bock auf die große Kohle hast. Tut mir leid, dass du so lange warten musstest. Bist du deswegen sauer oder was? Deswegen nicht. Hast du mir nicht was zu sagen? Was meinst du? Du weißt genau, was ich meine. Also wenn dir meine Änderungsvorschläge nicht gefallen... Ich spreche nicht von deinen Änderungsvorschlägen, sondern davon. Sehr geehrte Frau von Anstetten, Herr Brandner hat mir bestätigt, dass Brandner Bau im letzten Quartal den Gewinn weiter gesteigert hat. Der Einstieg in die Baubranche hat sich also für Sie gelohnt. Hochachtungsvoll, Rainer Kemper. Du glaubst also, dass ich mit dir zusammenarbeiten will? Ausgerechnet mit dir. Ja, warum nicht? Überleg doch mal. Willst du dir nicht wenigstens mal anhören, worum es geht? Nein. Okay. Wie du willst. Frag ich eben deinen Kumpel. Der sagt bestimmt nicht nein, wenn er ein paar Tausender machen kann. Wenn du lieber Limo und Chips verkaufst. Worum geht's denn? Um Computerspiele. Ich habe eine Quelle aufgetan, wo ich die Dinger billig bekomme. Und jetzt brauche ich halt eine Location, wo ich sie weiterverkaufen kann. Und dabei hast du an den Kiosk gedacht? Wäre geradezu ideal. Du weißt doch selber, wie geil die Kids auf billige Spiele sind. Was soll dabei für mich rausspringen? Sagen wir 25% vom Gewinn? Wie soll die ganze Sache ablaufen? Ich besorge die Spiele, du verkaufst die für 20 Mark das Stück. 20 Mark pro Spiel? Wie gesagt, ich bekomme die Dinger zu einem Spottpreis. Raubkopie, stimmt's? Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nur, dass die Dinger billig sind. Vergiss es. Früher oder später kommt's raus. Wir kriegen Ärger mit dem Direx und verlieren den Kiosk. Ja, ist doch nicht dein Problem. Frank ist mein Freund. Seine Probleme sind auch meine Probleme. Immer wenn es regnet. Ja, ich komme. Hallo. Hi. Willst du mich nicht reinlassen? Doch. Ich will jetzt nicht. Was willst du nicht? Mit dir schlafen. Aber deswegen bin ich doch auch gar nicht hergekommen. Ich dachte, wir unternehmen was zusammen. Oh, Unternehmen? Ich habe irgendwie keine Lust. Warum denn nicht? Och, ich weiß nicht. Aber wir hätten bestimmt jede Menge Spaß. Lena, ich will nicht. Na klar. Aber heute Mittag in der Dusche.
Da wolltest du. Das war doch was völlig anderes. Das heißt doch noch lange nicht, dass wir jetzt den ganzen Tag zusammen rumhängen müssen. Ich muss auch mal für mich sein. Das hat wirklich nichts mit dir zu tun. Nur seit der Geschichte mit Bastiane, da brauche ich das mal wieder. Ja, klar. Bist du jetzt sauer? Nee, ist schon okay. Besser, du sagst das ehrlich. Also wenn ich eins nicht ausstehen kann, sind das Feiglinge und Lügner. Und außerdem hat so eine lose Beziehung ja auch einige Vorteile. Genau, man kann viel Spaß zusammen haben und muss trotzdem nicht den ganzen Tag zusammen rumhängen. Tja, in diesem Sinne, bis morgen. Ja, bis morgen. Ciao. Ciao. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du Brandner Bau gekauft hast? Wegen Arno. Ihr beide seid befreundet. Du hättest es ihm erzählt. Möglich. Und genau das wollte ich verhindern. Weil ich auf seine Fähigkeiten als Geschäftsführer angewiesen bin. Ach, glaubst du, er hätte nicht für dich arbeiten wollen? Ja, das wäre doch möglich. Er denkt wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung von der Baubranche. Das hat Clarissa auch nicht. Denk dir eine bessere Entschuldigung aus. Hättest du mich gefragt, ob ich Brandner Bau gekauft habe, hätte ich ja gesagt. Du hast mich aber nicht gefragt. Weil ich natürlich davon ausging, dass dieser Camper der Käufer ist. Ja, ob Camper oder ich, was macht das denn für einen Unterschied? Außerdem, hättest du gewusst, dass ich hinter Camper stehe, hättest du dann nicht verkauft? Ich meine, du brauchtest das Geld ja dringend. Als Lösegeld. Also warum regst du dich auf? Ablösung ist da. Prima. Dann kannst du mir auch gleich ein Eid machen. Und alles klar? Wo sind denn die Bierdeckel? Die sind Frank zum Opfer gefallen, als er auf seine große Chance gewartet hat. Naja, der Typ hat mich versetzt. Du weißt schon, der vom Telefon. Na, Frank kann froh sein. Eine Freundin von mir ist auch noch sowas reingefallen. Und der Typ wollte dann auch genau das gleiche krumme Ding mit mir durchziehen. Ah, wo wir schon bei krummen Dingern sind. Dennis war vorhin im Kiosk. Der Ex von Kathi? Was wollte er? Ich sollte Raubkopien von Computerspielen im Kiosk verkaufen. Was? Er hat mir 25% Gewinnbeteiligung angeboten. Dieser Dennis schreckt aber auch für gar nichts zurück. Aber ich sag nur eins. Wenn das auffliegt, dann bist du den Kiosk los. Genau das habe ich ihm auch gesagt. Und dass er Land gewinnen soll. Das war doch in deinem Sinne, oder? Ja klar, das war richtig. Ich fasse es einfach nicht. Heute Morgen hast du mir noch erzählt, wie sehr du Bastiane magst. Und heute Mittag schiebst du eine heiße Nummer mit Lena. Na und? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Jetzt tu mal nicht so cool, ja? Statt mit Lena rumzumachen, könntest du genauso versuchen, Bastiane wieder zurückzugewinnen. Ich hab dir doch schon gesagt, dass das keinen Sinn hat. Bastiane liebt mich nicht mehr. Bist du sicher? Trotzdem. Das ist noch lange kein Grund, was mit einer Tussi wie Lena anzufangen. Ja, schließlich ist sie schuld, dass Bastiane mit ihr Schluss gemacht hat. Ich habe auch nichts mit ihr angefangen. Ich schlaf halt nur mit ihr. Also, wenn ich mit Bastiane geschlafen habe, dann war das was ganz Besonderes. Weil ich Bastiane total lieb hatte. Aber mit Lena ist es einfach nur geil. Verstehst du? Klar. Aber wenn Gefühle mit im Spiel sind, dann ist es doch schöner, oder nicht? Anders ist es. Aber nicht schöner. Naja, wenn du meinst. Du musst wissen, was du tust. Aber eins sage ich dir. Wenn Bastiane das rauskriegt, dann ist bei ihr endgültig der Ofen aus. Was kann ich für Sie tun? Sie wissen, wir haben Brandner festgenommen. Nun, wir mussten ihn wieder laufen lassen. Der Haftrichter war der Auffassung, dass unsere Beweise nicht ausreichen, um ihn noch weiter in U-Haft festhalten zu können. Dann ist er also unschuldig. Das ist noch nicht erwiesen. Also wenn Sie mich fragen, Arno Brandner kann unmöglich der Entführer sein. Warum nicht? Naja, er ist zu gut für diese Welt, nach allem, was ich von ihm gehört habe.
Und wer wäre Ihrer Meinung nach böse genug, um Clarissa von Anstetten umzubringen? Naja, der Täter müsste natürlich ziemlich intelligent sein. So wie Sie? Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Fahren Sie fort. Er müsste eine Möglichkeit haben, Clarissa zu verstecken. Verstecke gibt's überall. Ja, das stimmt. Vor allem aber müsste er das viele Geld unauffällig ausgeben können. Ich meine, es fällt ja auf, wenn einer plötzlich über seine Verhältnisse lebt. So wie Sie. Sie haben gerade 4 Millionen Mark für Brandnerbau ausgegeben und 50% von Linie Clarisse für 20 Millionen Mark gekauft. Das ist auch für eine Frau von Ihrem Format eine Menge Geld. Es ist ja rührend, dass Sie sich Gedanken um meine Finanzen machen. Tja, so bin ich nun mal. Und deshalb fällt mir auch auf, dass Sie vor allem Firmen erwerben bzw. Anteile daran, die Clarissa von Anstetten gehören. Warum sollte ich das nicht tun? Ich bin Geschäftsfrau. Und bevor ein anderer daran verdient? So gesehen haben Sie natürlich recht. Schön, dass Sie meiner Meinung sind. Aber Sie sind doch nicht gekommen, um mit mir über Geschäfte zu plaudern, oder? In der Tat nicht. Ich wollte Sie wissen lassen, dass wir bei der Lösegeldübergabe einen der Entführer festgenommen haben. Ja, das ist doch endlich mal ein Erfolg. Ich meine, er wird Ihnen doch sicher Hinweise auf die Komplizen gegeben haben. Ja, in gewisser Weise schon. Wir wissen jetzt, dass der Kopf der Bande eine Frau ist. So wie Sie. Und 1,50 zurück. Jo, danke. Na, dasselbe wie immer. Hi. Na, was willst? Was soll das denn? Da kommt doch keiner mehr durch, ne? Ja. Ich tu's am besten auch. Scheiße! Was ist das denn? Das siehst du doch. Computerspiele? Sag mal, bist du verrückt geworden? Ich hab dir verboten, herzukommen. Ich weiß. Aber in diesem Fall wollte ich nicht erst lange telefonieren. Frau von Anstetten weiß, dass Sie hinter der Entführung stecken. Was? Sie hat gesagt, ich zahle dir doppelt so viel wie Tanja, wenn du mich freilässt. Scheiße! Das ist deine Schuld. Du hast in ihrer Gegenwart gesagt, dass ich nicht sprechen soll. Ja und? Ja, du Idiot! Daraus konnte sie doch schließen, dass sie mich erkennen würde an meiner Stimme. Weil sie mich kennt. Obwohl Clarissa hat so viele Feinde. Warum gerade ich? Ihr Parfum. Sie haben sich doch eingesprüht, bevor Sie den Verschlag betreten haben. Sie hat es erkannt. Ich schätze, da hilft nur noch eins.